Ja, ich habe Zuri am 10. Oktober einschläfern lassen. Ja, und in diesem Video würde ich euch gerne sagen, wie die letzten Wochen verlaufen sind und Monate. Und einfach auch noch ein bisschen über ihr Leben erzählen, was ihr vielleicht in den Videos bisher noch nicht so mitgekriegt habt. Ich weiß nicht, wie viele es von euch wissen, aber Zuri war der Hauptaspekt, weshalb wir überhaupt mit dem Fahrradreisen angefangen haben. Ohne sie gäbe es kein einziges Video. Zuri war 6 Monate alt. Es war ganz komisch, weil sie was im Mund hatte und ich bin eigentlich nur zum Tierarzt gegangen und der hat gesagt, okay, vielleicht hat sie irgendein Stöckchen, hat sich entzündet und hat sich im Mund verfangen. Und dann haben sie operiert und dann sind sie rausgekommen nachher zu mir und meinten, dass da ein Tumor ist im Mund und dass sie nicht so tief entfernen konnten, wie sie es gewollt hätten, dass sie einfach nicht ans Ende gekommen sind. Und dann haben sie mich zum CRT geschickt und da hat sie dann halt den ersten Scan gekriegt und dann haben sie gesagt, dass sie noch nie so einen riesigen Tumor in so einem kleinen Hund gesehen haben, dass man auch nichts machen kann, dass man nicht operieren kann, dass nichts helfen würde und dass sie maximal vielleicht noch ein Jahr leben würde, wenn ich Glück habe. Und ja, das war halt ein riesen Schock für mich. Ja, das Krasse war halt, dass erst 3 Monate davor meine Mama an Krebs gestorben ist. Und für mich war das einfach wie, es kann nicht wahr sein, dass das 3 Monate später nochmal passiert und dass ich quasi das nächste Lebewesen, was mir nahesteht, verlieren werde. Im Nachhinein würde ich sagen, es war super hilfreich, um den ersten Tod überhaupt richtig wahrzunehmen und verarbeiten zu können. Aber in dem Moment war es einfach nur ein Schock. Und ich habe gedacht, ich kann das nicht nochmal durchleben, so schnell. Ja, also die Tierärzte haben mir natürlich alle möglichen Ratschläge gegeben und haben gesagt, ich soll sie nicht bewegen, weil das würde die Blutzufuhr anregen und dann würde sie noch schneller sterben. Sie haben mir jede Menge Medikamente gegeben, die ich ihr geben soll, gegen Kopfschmerzen und so weiter. Und ja, ich habe am Anfang versucht, alles zu befolgen. Irgendwann habe ich mir gedacht, eigentlich tue ich das nur für mich. Ich tue es nur für mich, damit sie länger lebt. Dann habe ich gesagt, nee, ich mache das nicht mehr. Ich gebe ihr das Leben, das sie verdient hat, egal wie lange es dauert. Ich war ja schon immer reisebegeistert und ich habe damals halt meine Doktorarbeit noch geschrieben. Und ich habe Zuri so gebeten, dass sie halt aushält, bis ich fertig bin. Ich habe ihr gesagt, Zuri, wenn du wartest, ja, bis ich fertig bin, dann werden wir reisen gehen. Ich denke, man kann mir wahrscheinlich in den ersten Videos ansehen, dass ich nie wirklich Fahrrad gefahren bin. Soll ich jetzt mal kurz zeigen? Ich habe nämlich gegoogelt, wie man das verstellt. Es gibt wohl diese Verstellschraube, die und die. Aber ich habe alle 3 schon rein und raus gedreht und es macht einfach gar nichts. Für mich war das Fahrrad eine Reisemöglichkeit, die die richtige Geschwindigkeit hat, dass Zuri sich auch unterwegs bewegen kann. 25 km/h und Zuri rennt davon! Und das war für mich der Grund, Fahrrad zu fahren. Weil ich war mit ihr kurz vorher normal mit ihr unterwegs im Urlaub. Und wir sind nur Auto gefahren und ab und zu gewandert. Und ich habe gemerkt, nein, das ist es nicht. Ich will nicht den ganzen Tag im Auto sitzen. Und dass sie ab und zu mal Bewegung hat. Ich will eine Reiseart finden, die ihr von morgens bis abends gefällt. Und das war der Grund, warum wir aufgebrochen sind. Warte. Und los. Langsam. Weshalb es überhaupt diesen YouTube-Kanal gibt. Ich habe es nie bereut. Ich meine, ihr könnt ja wahrscheinlich selbst in den Videos sehen, wie viel Spaß sie einfach am Unterwegssein hat, am Rennen hat. Sie liebt Leute. Zuri lädt mal wieder andere zum Spielen ein. Wie herzlich sie von allen Leuten, egal in welchem Land, willkommen geheißen wurde oder wir willkommen geheißen wurden. Ich bin total begeistert, wie hundefreundlich Leute aus Montenegro sind. Das ist schon das 2. Restaurant, das mir Essensreste für Zuri gibt. Gestern waren wir in der Pizzeria. Zuri hat dann angefangen, die Gäste anzubetteln. Und dann kam irgendwann der Restaurantbesitzer und gab mir alle Pizzareste und meinte, der Hund sei hungrig. Das ist für sie einfach die schönsten Zeiten des Lebens waren, wenn wir unterwegs waren. Ja, und wir haben uns einfach super ergänzt. Ich weiß nicht, wie viele Leute das von euch überhaupt mitgekriegt haben, aber ich bin eigentlich ein sehr, sehr schüchterner Mensch, der überhaupt nicht auf andere Leute zugehen kann. Und das hat Zuri mir komplett abgenommen. Sie hat überall die Türen geöffnet. Es ist gerade eben mal wieder was voll Schönes passiert. Habe ich 2 Frauen auf der Straße angesprochen, haben wir uns kurz unterhalten und dann haben sie mich auf einen Aperol Spritz eingeladen. Und Zuri hatte so viel Lebensfreude, die sie wirklich bis zum letzten Tag gezeigt hat. Und sie hat die Tierärzte immer wieder überrascht. Und mit 2 Jahren haben sie gesagt, dass Zuri jeder Tumortheorie widerspricht und sie nicht wissen, warum sie überhaupt noch lebt. Die meisten von euch haben wahrscheinlich dieses Video gesehen, was ich im Mai diesen Jahres aufgenommen habe in Spanien. Ich meine, sie ist dieses Jahr 7 geworden. Also sie hat 6 Jahre länger gelebt, als alle Tierärzte ihr zugetraut haben. Im Mai war es dann soweit,
als wir in Spanien unterwegs waren und die auf einmal aufgejault hat. Und ich dann gesehen habe, dass der Tumor in den Mund gewachsen ist. In einer rasanten Geschwindigkeit. Ich bin ja dann sofort in die Tierklinik gegangen dort und habe gehofft, dass sie vielleicht irgendwie den Teil im Mund wegoperieren lassen können, dass sie halt nochmal essen kann. Jetzt in der Tierklinik. Ich habe denen jetzt den kompletten Fall geschildert und die diskutieren das jetzt wohl im Team und dann entscheiden sie, was sie mit Zuri machen werden. Aber die haben alle gesagt, nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Der Tumor wäre schon so ausgebreitet, dass sie bald ihren Mund nicht mehr öffnen können würde. Und haben mir nur ganz, ganz viele Schmerzmittel für sie mitgegeben. Ich habe lange überlegt, was ich machen soll und habe dann mich entschlossen, die Spanienreise noch zu Ende zu machen, weil ich wusste, dass das genau das ist, was sie liebt. Und natürlich haben auch die Medikamente geholfen, dass sie ganz normal wieder essen konnte. Und an der Stelle möchte ich mich auch bei euch bedanken. Weil obwohl ich in Spanien alleine war, habe ich mich nie alleine gefühlt, dank euch. Ihr habt mir so viele tolle Nachrichten geschickt. So viele tolle Kommentare geschrieben. Und ich bedanke mich auch für die finanzielle Unterstützung, die es mir ermöglicht hat, Zuri wirklich bis zum letzten Tag ihr ein gutes Leben zu geben. Und es wäre halt ohne euch nicht möglich gewesen. Ich wollte mich auch nochmal herzlich bei euch bedanken für die krasse Unterstützung. Also ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet. Ich habe ja vor 24 Stunden die Unterstützungsseite ins Leben gerufen. Ich wollte euch das mal zeigen, dass innerhalb von 24 Stunden 620 € schon zusammengekommen sind. Die Zuri sagt auch Danke, ne? Du sagst auch Danke, ja. Zuri. Jo. Wir sind dann Ende Juni nach Deutschland zurückgekommen und ich bin hier auch nochmal in die Tierklinik gegangen. Es war ganz krass, weil die haben auch dort ihr nochmal Schmerzmittel gegeben und ich habe dort auch nochmal gefragt, dachte, okay, vielleicht gibt es jetzt eine Möglichkeit, irgendwie nochmal was zu tun, weil sich die Technik ja weiterentwickelt hat. Aber auch die haben gesagt, nee, die können Zuri nicht operieren und die würden auch nie in einen Tumor reinschneiden, wenn sie ihn nicht komplett entfernen lassen können. Die Tierärztin hat mir damals gesagt, dass sie glaubt, dass Zuri nur noch ein paar Wochen leben wird. Damals war es ganz interessanterweise so, dass sie öfter am Tag aufgejault hat, aber nur so für 1-2 Sekunden. Und die Tierärztin hat gesagt, es wird immer mehr werden. Und irgendwann werde ich es nicht mehr aushalten können und dann werde ich sie einschläfern lassen. Und das wird wahrscheinlich sehr, sehr bald kommen. Wir sind nach Hause gefahren und sie hat nie wieder aufgejault. Es ist so krass, weil sie immer genau das, was die Tierärzte gesagt haben, nicht mehr gemacht hat. Der Juli war aber trotzdem extrem krass, weil es war so heiß, dass Zuri einfach nur fix und fertig war. Und die Medikamente, die haben sie komplett ausgenockt. Und sie hat irgendwann angefangen, die Medikamente auszuspucken. Ich habe es nicht mehr geschafft, sie ihr zu geben. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, Zuri, ich vertraue dir. Wenn du sie nicht essen willst, dann kriegst du sie auch nicht mehr. Und wir haben komplett alle Schmerzmittel abgesetzt. Und dann ist sie wieder zu ihr blühendes Leben zurückgekehrt. Sie war wieder freudig, sie ist hin und her gelaufen. Man hat wirklich gesehen, dass die Medikamente sie einfach fast aus dem Leben gebracht haben. Sie hat den ganzen Tag nur geschlafen und ich habe schon gedacht, okay, jeder Tag ist der letzte. Ja, und auf einmal war sie wieder voll da. Dann kam aber die Zeit und sie hat immer weniger gefressen. Irgendwann konnte ich sie nur noch mit der Spritze füttern. Und ich habe das bestimmt 3 Wochen gemacht und es war so eine Qual. Und ich habe Zuri immer wieder gesagt, Zuri, es tut mir so leid. Es wäre so schön, wenn wir das irgendwie hinkriegen würden, dass du wieder alleine frisst. Ja, ich bin dann tatsächlich wieder in die Tierklinik gefahren, in eine andere, weil sie eine Grasmilbe im Fuß hatte, die rausgeholt werden musste. Klinikchefin tatsächlich hat gesagt, ein Hund, den man nicht mehr alleine füttern kann, den muss man eigentlich einschläfern lassen. Und ich war völlig schockiert und bin dann nach Hause gefahren mit ihr und auf einmal hat sie angefangen zu fressen. Und zwar auch Trockenfutter, es war unglaublich. Wir haben eine Katze und sie hat der kompletten Katze das Katzenfutter die ganze Zeit weggegessen. Und ich habe ihr Pizza gemacht, weil sie hat ja Pizza geliebt und sie hat es einfach komplett leer geputzt. Und ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Wir haben irgendwann wirklich der Katze das Essen auf dem Tisch gegeben, haben Leitern davor gestellt, haben Stühle davor gestellt, haben einen richtigen Hindernisparcours aufgebaut. Und Zuri hat sich da durchgekämpft, bis sie das Katzenfutter hatte. Wir haben schon gedacht, die Katze wird verhungern. Ja, es ist einfach krass, dass sie immer wieder gesagt hat, okay, wenn das Signal ist, dann höre ich halt auf damit. Natürlich ist der Tumor immer weiter gewachsen und man hat es auch gehört. Also das Atmen ist ihr schwerer gefallen. Und das hat dazu geführt, dass ich sehr, sehr viel Druck von außen bekommen habe, von meinen Freunden. Und tatsächlich sind einige Freundschaften auch auf die Probe gestellt worden, weil ich mir immer wieder von außen habe sagen lassen müssen, dass Zuri leidet und dass Zuri eingeschläfert werden muss. Es war für mich super, super schwer, weil ich mich jedes Mal die Frage gefragt hat, okay, ab wann bin ich egoistisch, ab wann will ich es nur für mich und nicht für sie? Wann hat sie noch ein gutes Leben? Eigentlich habe ich sie angeguckt und ich habe gesehen, sie freut sich, aber ich war natürlich auch super verunsichert und ich hatte super Glück, einen Tierarzt zu haben, der bei mir in der Nähe ist, der Zuri auch schon länger kannte, der mir immer wieder gesagt hat, Iris, du wirst es merken, hör auf deinen Hund, ihr habt so eine krasse Verbindung. Sie wird dir zeigen, wenn die Zeit gekommen ist. Und er hat mir auch gesagt, sie leidet nicht.
Und dass er mir sagen würde, wenn ich irgendwas tun würde, was ihr nicht gut tun würde. Und er hat auch gesagt, dass es viele Besitzer gibt, die das nicht aushalten in den letzten Wochen und dass er viele Tiere vorher einschläfern muss, vor deren Zeit, weil er eigentlich die Besitzer schützen muss, weil die Besitzer es nicht aushalten, bei den Tieren zu sein in dem Zustand. Das hat mir natürlich Mut gegeben, immer wieder auch zu hören, dass ich mich auf die Verbindung mit Zuri vertrauen kann. Ich hatte natürlich bis zum letzten Tag Angst, dass ich das nicht mitkriegen würde. Und ich muss sagen, es war der letzte Tag. Wir haben den Abend davor noch zusammen Pizza gegessen und hat ihr nichts angemerkt. Sie war einfach wie immer. Und dann an dem Tag bin ich morgens aufgewacht. Sie stand an meinem Bett. Ich habe ihr in die Augen geguckt und ich wusste, okay, heute ist der Tag gekommen. Wir haben uns noch eine Pizza geteilt. Ich war mit ihr noch draußen. Wir waren eine kurze Runde spazieren. Und dann sind wir zum Tierarzt gefahren. Ja, und der Tierarzt meinte, ich habe einen guten Zeitpunkt ausgewählt und dass er völlig einverstanden ist. Mir haben natürlich Leute immer gesagt, woran ich erkenne, wenn ein Hund bereit ist zu sterben. Und sie haben mir immer gesagt, der Hund zieht sich zurück. Oder er hört auf zu fressen zum Beispiel. Und es ist nicht passiert. Sie hat, bevor sie eingeschläfert wurde, noch 3 Snacks vom Tierarzt bekommen. Und sie wollte eigentlich noch mehr. Und sie ist mir auch nicht von der Seite gewichen. Und es ist einfach so krass mit dem Fressen. Ich habe manchmal in ihren Mund geguckt und ich wusste nicht, wie sie überhaupt noch atmen kann. Und dass sie einfach nur Trockenfutter essen kann. Und das war bei ihr einfach die pure Lebensfreude. Der Tierarzt hat zu mir gesagt, dass er in 25 Jahren Erfahrung noch nie einen Hund gesehen hat, der so gekämpft hat wie Zuri. Und ich habe mir gedacht, sie hat eigentlich nicht gekämpft. Ja, sie hat ihr Leben einfach nur ausgekostet. Bis zur letzten Sekunde. Und ich denke, das können wir alle von ihr lernen. Ja, wir wissen alle nicht, wie lange das Leben dauert. Deshalb sollten wir es mit etwas verbringen, was uns Freude macht. Das war eigentlich mein Motto. Und was ich immer gedacht habe, wenn ich mit Zuri unterwegs war. Ich weiß nicht, wie viele sich von euch vielleicht gefragt haben, was Zuri bedeutet. Aber Zuri ist ein afrikanischer Name und bedeutet hübsch schön. Und ich finde, das spiegelt so richtig ihr Gemüt wider, weil sie einfach so viel Schönes in das Leben anderer getragen hat. Sie hat alle Lebewesen geliebt, egal ob Mensch oder Tier. Ich wollte ja eigentlich nie einen Hund haben und sie ist in unserem Haus geboren worden. Ihre Mutter ist die Hündin meiner Schwester. Sie war der allererste Hund, der über die Absperrung gekrakelt ist. Und zeitgleich war sie der einzige Hund und Welpe, wir hatten 6 Stück, der meiner Mutter nicht von der Seite gewichen ist, die einfach bei ihr stundenlang lag. Ja, ihr einfach Gesellschaft geleistet hat. Sie hat auch viel gespielt, so ist es nicht. Aber sie hat schon immer die Verbindung gesucht. Und das war auch das Schlimmste, was man ihr hätte antun können, sie allein zu lassen. Da bin ich auch erst reingewachsen. Also sie hat mir einige Male die Bude auseinandergenommen, weil ich sie alleine gelassen habe. Ja, ich habe durch sie gelernt, was es wirklich heißt, füreinander da zu sein und was Liebe bedeutet. Einfach die Interessen des anderen zu berücksichtigen. Ich weiß nicht, vielleicht eine sehr bezeichnende und irgendwie auch krasse Geschichte ist, als sie so 3 Jahre alt war, also ein Jahr bevor wir unsere allerersten Radreise gestartet sind, ist sie tatsächlich mal vom Auto überfahren worden. Und zwar, weil sie mir hinterhergerannt ist. Sie hat die Wohnungstür aufgemacht und die Haustür aufgemacht. Ich wollte eigentlich ins Kino gehen, aber sie wollte nicht alleine bleiben. Ihr ist nichts passiert, aber natürlich hatte sie Angst vor Autos. Es war irgendwie richtig krass. Ich habe zu ihr gesagt, Zuri, es ist alles okay, dir kann mit mir nichts passieren. Es hat nur so 2, 3 Wochen gedauert und sie hatte keinerlei Angst mehr vor Autos und vor Straßen. Und ihr wisst, auf welchen Straßen sie sich bewegt hat. Dass sie auf 4-spurigen Straßen ohne Leine gelaufen ist. Sie super eng von LKWs überholt wurde und keinerlei Stress mehr hatte. Und ich glaube, das ist auch das, was ich so krass finde, dass ich ihr eine absolute Sicherheit gegeben habe und sie mir auch. Ich hätte diese Reisen ohne sie ja überhaupt nicht angefangen und ich habe mich so sicher mit ihr gefühlt. Ich wusste, mir kann nichts passieren. Kurz vor unserer ersten Reise ist meine letzte Beziehung zu Ende gegangen. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich die letzten 4 Jahre Single gewesen. Und ich habe zu Zuri diesen Juli noch gesagt, dass ich mir so sehr wünschen würde, dass sie meine neue Freundin kennenlernt. Und ich habe es aber nicht für möglich gehalten, dass das passiert, weil mir die Tierärzte ja immer wieder nur gesagt haben, okay, sie schafft vielleicht noch eine Woche, vielleicht noch 2. Ja, und ich habe dann tatsächlich kurz darauf jemanden kennengelernt. Und es war so krass, weil wirklich den Abend vor ihrem letzten Tag sind wir zusammengekommen. Und am nächsten Tag, wie gesagt, bin ich aufgewacht und habe ihr in die Augen gesehen. Und ich wusste, okay, heute ist der Tag, heute ist sie bereit zu gehen. Es war wie, als ob Zuri genau darauf noch gewartet hat. Ja, als ob sie mir sagt, okay, Iris, du bist jetzt in guten Händen. Ich kann jetzt gehen. Ja, für mich persönlich war Zuri einfach der perfekte Hund. Es gibt nichts, was ich an ihr gewollt hätte zu verändern. Sie war ein vorsichtiger Hund, sie war neugierig, immer mit absoluter Freude dabei, was sie getan hat. Sie hatte auch so eine gewisse, ich weiß nicht, ich habe immer gesagt, sie ist ein Freigeist.
Sie hat schon auf das gehört, was ich ihr gesagt habe, natürlich. Also sie hat immer auch Wege für sich gefunden, das zu kriegen, was sie will. Ich fand es einfach so cool. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Geschichte. Einen Abend habe ich mal Kekse gegessen, habe die komplette offene Kekspackung einfach auf der Couch stehen lassen und bin ins Bett gegangen, weil ich wusste, sie geht da nicht dran, weil klar war, sie darf nur das essen, was auf dem Boden liegt. Ich hätte alles auf dem Couchtisch stehen lassen können, sie hätte es nicht angerührt, auch wenn niemand im Raum ist. Und am nächsten Morgen höre ich dann, wie so was rumpelt. Dann bin ich ins Wohnzimmer gelaufen und habe dann gesehen, dass Zuri auf die Couch gesprungen ist, um die Kekspackung runterzuschieben, um sie dann vom Boden aufzuessen. Und ich habe sie einfach so gefeiert, weil ich fand einfach, sie ist einfach so ein intelligenter Hund gewesen und so gewitzt. Ja, sie hat einfach nicht nur das gemacht, was man einem gesagt hat, sondern sie hatte immer ihren eigenen Charakter mit dabei. Und trotzdem konnte ich mich 100% auf sie verlassen. Bin durch Riesenstädte mit ihr gelaufen, über 6-spurige Straßen. Ich musste ihr weder Stopp sagen, ich musste ihr weder los sagen. Ich meine, sie ist ja immer ohne Leine rumgelaufen. Ich hatte fast gar keine Leine für sie. Ich musste nie auf sie achten, sondern sie ist mir einfach gefolgt. Ich wusste, ich kann ihr vertrauen. Und ich konnte sie selbst schon als Welpe unangeleint in der Stadt rumlaufen lassen. Und ganz viele Leute haben mich gefragt, wie ich das gemacht habe. Und ich bin ja kein Hundeprofi gewesen. Ich glaube, es war einfach die Verbindung, die wir miteinander hatten, dass wir uns aufeinander absolut verlassen konnten. Ich bin zum Beispiel auch immer einkaufen gegangen und ich habe sie einfach ohne Leine vorm Supermarkt sitzen lassen, in jeder Stadt. Natürlich kriegen jetzt viele Leute vielleicht einen Herzinfarkt, aber ich hatte für mich persönlich mehr Bedenken, dass sie geklaut werden würde, wenn sie eine Leine hat, weil sie sich dann selbst nicht wehren kann, als wenn sie da ohne Leine sitzt, weil ich wusste, dass nichts passiert. Sie ist mir einmal als kleiner Welpe, auch unangelernt, in den Teegut hinterher gefolgt. Aber das fanden natürlich alle Verkäufer so süß, dass ich auch keinen Ärger bekommen habe. Für mich ist es noch ein bisschen unreal, dass Zuri jetzt weg ist und nie wiederkommt. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass ich einfach so viel Dankbarkeit empfinde für die Zeit, die wir zusammen hatten und die Abenteuer, die wir zusammen erlebt haben. Wir sind jetzt auf 1000 Meter und wir müssen nur auf 1500 Meter hoch. Und ich habe auch nicht mehr so viel Akku. Also es wird schon wieder echt eine knappe Geschichte. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Weil hier kommt echt niemand vorbei. Na Zuri, sonst müssen wir die Taschen einzeln den Berg hochtragen. Und ja, was sie mir alles beigebracht hat. Ich habe so viel durch die Verbindung mit ihr gelernt. Wie geht es euch? Was verbindet ihr mit Zuri? Ich würde mich freuen, wenn ihr das in den Kommentaren mit mir teilen würdet. Ja, ich weiß jetzt noch nicht so genau, wie es weitergehen wird. Ich werde mich jetzt natürlich selbst erstmal so ein bisschen sortieren müssen. Aber ich habe auf jeden Fall noch jede Menge Videos aus Spanien, die ich euch gerne zeigen würde. Hey, leg die nicht mit meinem Hund an. Und auch die von Wales von letztem Jahr. Puh, das ist hier echt ein besonderer Weg. Gott, da hatte ich schon echt Angst, dass das Pferd auf mich drauf fällt. Und ich freue mich tatsächlich auch, Zuri dadurch noch ein bisschen länger in meinem Leben zu haben und mich an die schöne Zeit mit ihr zu erinnern. Ja, und ich möchte mich jetzt nochmal bei euch bedanken für die Unterstützung, die ihr mir in den letzten Monaten gegeben habt. Danke.